Die Trümmer von Cape Canaveral rauchen noch und Blue Origin gibt schon wieder Vollgas. CEO Dave Lim verspricht, New Glenn fliegt noch dieses Jahr wieder. Aber kann das nach so einer Explosion wirklich klappen? China startet dabei seinen Falcon 9 Nachbau und sie machten dabei etwas, was für westliche Verhältnisse unmöglich wäre. Und der SpaceX-Börsengang könnte Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte machen. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Letzte Woche haben wir von der Explosion der New Glenn auf dem Pad berichtet. Diese Woche geht's um den Kassensturz danach. Und er fällt überraschend aus. Am vergangenen Montag, 1.6., da meldete sich Blue Origin-Chef Dave Lim auf X. Sein Team hatte erstmals wieder Zugang zum Launchkomplex 36. Die vorläufige Bestandsaufnahme ist jetzt abgeschlossen. Das Ergebnis? Die Schäden sind geringer als befürchtet. Die komplette Treibstofffarm hat überlebt. Die Tanks für Flüssigsauerstoff, Flüssigwasserstoff und Methan sind in gutem Zustand. Der Wasserturm, der steht ebenfalls. Warum ist das wichtig? Ja, diese Cryo-Tanks, besonders von der Tankfarm, die sind sogenannte Long Lead Items, also Spezialanfertigungen mit Lieferzeiten von vielen Monaten. Wären sie zerstört, hätte allein die Neubestellung den Kalender gesprengt. Auch aus der Integrationshalle direkt am Pad gibt's gute Nachrichten. Der nächste Booster und die zweite Stufe, die erscheinen nach ersten Sichtprüfungen unversehrt. Auf dem Gelände arbeiten jetzt auch schon 2 Kräne an den Aufräumarbeiten. Wie gewaltig die Detonation trotzdem war, das zeigen die Messdaten. Seismometer registrierten die Druckwelle wie ein kleines Erdbeben und das in bis zu 220 Kilometer Entfernung. Das ist etwa die Strecke von Frankfurt nach Stuttgart. Die Space Launch Delta 45, der Betreiber der Eastern Range, hat inzwischen eine erste Sicherheitshürde abgehakt und bewertet jetzt die künftigen Gefahrenzonen rund um das Pad neu. Sogar NASA-Chef Jared Isaacman stand persönlich im Trümmerfeld. Er besuchte das Kennedy Space Center und Launchkomplex 36, sprach mit der Belegschaft und sah sich die Schäden aus nächster Nähe an. Ja, und dann die Ansage, Lim will New Glenn vor Ende 2026 wieder fliegen sehen. Die Ursache der Anomalie, die ist dabei noch offen. Die Untersuchung des Hotfire-Zwischenfalls, die läuft parallel zu den Aufräumarbeiten. Ja, ich bin da ehrlich gesagt zwiegespalten. Die Tankfarm-Nachricht, die ist ein echter Glücksfall. Das verkürzt den Wiederaufbau massiv. Aber den Amos 6-Vergleich, den haben wir ja letzte Woche gezogen. SpaceX brauchte damals über ein Jahr, um das Pad neu aufzubauen. Als Techniker hat dazu jetzt SpaceX-Veteranen wie den damaligen Startdirektor John Moratore gefragt. Und deren Erfahrungen mahnen zur Vorsicht. Ende 2026 ist möglich, ist aber auch sehr, sehr sportlich. Die Rechnung zahlen derweil anderer. AST Space Mobile, deren Satellit auf New Glenn fliegen sollte, rechnet laut der Investmentbank William Blair mit 3 bis 6 Monaten Verzögerung. Der kommerzielle Start der direkt aufs Handy-Konstellation rutscht damit in die erste Hälfte 2027. Und der Markt insgesamt, der verliert womöglich ein Jahr oder länger eine Schwerlastrakete in einer Phase, in der Startkapazitäten ja ohnehin Mangelware sind. Für das Artemis-Programm bleibt die Schlüsselfrage aber: Wann fliegt der Frachtlander Blue Moon Mark 1, der die Technik ja für den Crewlander Mark 2 erproben soll? Während Blue Origin aufräumt, hat China wieder Fakten geschaffen, und zwar ohne ein Wort der Vorwarnung. Am vergangenen Montag um 10.40 Uhr unserer Zeit, da hob in Jinquan in der Wüste Gobi eine Rakete ab, die vorher niemand auf dem Zettel hatte. Der Erstflug der Langmarsch 12B. Startplatz war die neue Dongfeng-Zone für kommerzielle Raumfahrt. Und das Bemerkenswerte, China verschickte vorab keine Luftraumsperrmeldung. Solche Warnungen informieren Piloten und Seefahrer, dass über ihren Köpfen gleich Raketenstufen niedergehen. Im Westen sind sie vor jedem Start Pflicht. Hier verzichtet man komplett darauf. Die Welt erfuhr vom Erstflug der Rakete erst, als sie schon flog. Schauen wir auf die Hardware. Die Langer Marsch 12B, die misst 4,37 Meter im Durchmesser. In der Erststufe arbeiten 9 YF-102 Triebwerke, in der zweiten Stufe eines vakuumoptimiert. Sie verbrennen Kerolox, also Kerosin mit Flüssigsauerstoff, der gleiche Treibstoffmix wie die Falcon 9, aber in einer gestuften Verbrennung, und zwar sauerstoffreich und damit deutlich effizienter als das Merlin von der Falcon 9. Das Triebwerk jetzt durch diesen Flug übrigens erstmals flugerprobt. Und die Zahl 9 ist kein Zufall. Wer eine R-Stufe landen will, der muss sie im Endanflug stark drosseln können. Viele kleinere Triebwerke, von denen am Ende dann nur noch eines brennt, die lösen genau dieses Problem. Und außerdem kann man dann ein einzelnes Triebwerk in der Oberstufe verwenden. Das geht bei einem sehr großen Triebwerk natürlich so nicht. 9 Triebwerke unten, eines oben, schlanker Rumpf, auf Wiederverwendung ausgelegt. Ars Technica nennt den Neuling trocken einen weiteren Falcon 9-Klon in Chinas wachsendem Raketenportfolio. Aber wenn wir schon von Falcon 9 Klonen sprechen, eine Landung der R-Stufe war auf diesem Flug nicht dokumentiert. Die Wiederverwendung, die steckt bislang im Design, bewiesen ist sie bisher noch nicht. Dafür leistete sich China hier eine andere Mutprobe. Statt Ballast flogen nämlich echte Satelliten mit. Und zwar 2 operative Kommunikationssatelliten der Gruppe SpaceSail Polar 10. Sie gehören zur G60-Konstellation des Betreibers Shanghai Space Sail, finanziert mit Rückendeckung der Stadtregierung von Shanghai.
Ja, die Konstellation hat Ambitionen, 1296 Satelliten bis 2027, langfristig bis zu 12.000. Ja, eine weitere Megakonstellation neben Starlink und Kuiper. Anders als bei SpaceX stehen hier allerdings keine Privatkonzerne allein dahinter, sondern ein Betreiber mit direkter staatlicher Rückendeckung. Genau deshalb ist dieser Erstflug mehr als ein Demo-Erfolg für 12.000 Satelliten. Da braucht China eine günstige, wiederverwendbare Rakete in hoher Taktung. Die Langer Marsch 12B ist jetzt das Werkzeug, das diese Lücke füllen könnte. Mein Eindruck, echte Nutzlast auf dem Jungfernflug, das macht im Westen niemand mehr. Also H3 hat das ja auch schmerzlich gelernt, die Ariane 5 auf dem Erstflug auch. Entweder ist das enormes Vertrauen in die eigene Technik oder enormer Termindruck im Konstellationswettlauf. Vermutlich ein bisschen beides. Ja, und das Tempo spricht für sich. In derselben Woche schob China mit der Langen Marsch 6A gleich die nächsten 18 Satelliten derselben Konstellation hinterher. Wer solche Raketen entwickelt, der simuliert sie übrigens erst tausendfach am Rechner, bevor draußen dann irgendwas abhebt. Und genau zu diesem Thema haben wir nächste Woche richtig viel vor. Wir haben es bereits angekündigt, wir sind in diesem Jahr live auf der ILA, der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin, und wir haben richtig viel vor. Die ILA, die findet schon nächste Woche vom 10. bis zum 14. Juni statt. Ihr könnt noch dabei sein und das ganze Senkrechtstarter-Team treffen. Dazu gleich dann mehr. Ihr findet uns bei unserem Partner Ansys, Teil von Synopsys, und zwar unter der Woche Mittwoch bis Freitag sind reine Fachbesuchertage. Aber ihr seid beruflich dort? Ja, dann meldet euch doch über den Link in der Beschreibung direkt bei Ansys für ein Treffen. Ein extrem spannendes Unternehmen, das komplette Space-Mission durchsimuliert, bevor da draußen überhaupt irgendwas starten kann. Wie weit dieses Digital Engineering mittlerweile geht, ja, von der ersten Idee bis zum einsatzbereiten System. Am Stand machen wir unter der Woche Interviews für unsere neue Videoreihe Mission Control People Behind the Mission mit den wichtigsten Köpfen der Raumfahrt. Wenn ihr vor Ort seid, dann könnt ihr die Interviews sogar live mithören. Ja, und für alle, die nicht vor Ort sind, die es nicht auf die ILA schaffen, wir werden es natürlich auch online stellen. Privat vorbeikommen, das geht natürlich am Wochenende, denn am Samstag und Sonntag, da übernimmt Senkrechtstarter den Stand in Halle C und das Programm, das hat's in sich. Zum Beispiel kommt am Samstag um 13 Uhr Fram 2 Astronautin Rabea Rogge zu uns an den Stand. Ihr könnt sie kennenlernen, ihr eure Fragen stellen oder euch ein Autogramm abholen. Ja, und am Sonntag, da nehmen wir dann live eine Senkrechtstarter-Tech-Folge auf. Ihr wollt auch auf die ILA, habt aber noch kein Ticket. Ja, die gute Nachricht, wir verlosen 2x2 Tickets mit unserem Partner Ansys, und zwar für den Sonntag, den 14. Juni. Und so geht's. Schreibt eine E-Mail an ila@senkrechtstarter.net und ob ihr Schutzengel seid und packt dazu, was euch in der Raumfahrt gerade am meisten fasziniert. Ja, und warum. Die Gewinner, die werden am Dienstag dann benachrichtigt. Während wir uns in Berlin auf Gäste wie Rabea Rogge vorbereiten, bereitet SpaceX gerade etwas deutlich Größeres vor, den größten Börsengang der Geschichte. Am vergangenen Mittwoch, 3.6., da hat SpaceX den entscheidenden Schritt gemacht. Der aktualisierte Börsenprospekt liegt bei der US-Börsenaufsicht SEC, diesmal inklusive Aktienzahl und Preis. Das Filing selbst, das hatten wir vor 2 Wochen, jetzt ist der Deal terminreif. Die Eckdaten: SpaceX will mindestens 75 Milliarden Dollar einnehmen. Die Bewertung liegt dann bei über 1750 Milliarden Dollar. Das deutsche Wort Billionen vermeide ich hier. Es geht aber trotzdem um eine Zahl mit 13 Stellen. Finanzchef Brad Johnson, seit 15 Jahren CFO des Unternehmens, tourt bereits mit der Investoren-Roadshow. Ja, und NTV rechnet schon durch, wen das Listing reich macht. Elon Musk dürfte damit zum ersten Menschen mit einem Vermögen von über 1000 Milliarden Dollar werden, zum ersten Billionär. Fast unterging dabei ein Auftrag, der jede normale Woche dominiert hätte. Die US Space Force zahlt nämlich SpaceX 4,16 Milliarden Dollar für Satelliten, die bewegliche Luftziele weltweit verfolgen sollen. Zum Vergleich, dafür könnte man die beiden Mondrover-Verträge der Vorwoche gut 9-mal bezahlen. Das Programm, das heißt SBAMTI, Space-Based Airborne Moving Target Indicator, frei übersetzt Luftzielverfolgung aus dem Orbit. Bisher übernehmen solche Aufgaben Radarflugzeuge, künftig sollen Satelliten ran und SpaceX ist der erste von 9 ausgewählten Anbietern. Mein Eindruck, pünktlich zur Roadshow zeigt SpaceX den Investoren, dass das Pentagon fest eingeplant ist. Besseres Timing geht kaum. Milliarden an der Börse, Millionen am Mond. Auch dort wurde diese Woche Geld in die Hand genommen. Der börsennotierte US-Raumfahrtkonzern Voyager Technologies übernimmt den Mondlandeentwickler Astrobotic aus Pittsburgh für bis zu 300 Millionen Dollar in Bar und in Aktien. Die Ankündigung, die kam vergangenen Dienstag, 2.6. Voyager-Chef Dylan Taylor spricht dafür, die Infrastruktur für Amerikas dauerhafte Präsenz auf dem Mond zu bauen. Mit Astrobotic holt sich Voyager Mondlander, suborbitale wiederverwendbare Fahrzeuge und einen vollen Auftragsblock
dazu. Astrobotics Griffin Lander, der soll unter anderem den Flip Rover von Astrolab zum Mond bringen. Astrolab, den Namen, den kennt ihr aus der letzten Folge, Stichwort 219 Millionen Vertrag für den Crew Mond Rover. Und genau hier schließt sich jetzt der Kreis auch dann nach Europa. Hinter dem siegreichen Astrolab Rover CLV-1, da steckt nämlich Technologie von Venturi Space, einem Mobilitätsspezialisten aus Monaco, gegründet 2020 von Milliardär Gildo Pastor. Venturi stockt seine Investition in eine neue Fabrik in Toulouse jetzt um 150 Millionen Euro auf insgesamt 250 Millionen Euro. Gebaut wird dort Technik für Mond- und Mars-Rover. Innerhalb von 2 Wochen sehen wir also Rover-Verträge, eine Übernahme, eine Fabrik. Die Mondwirtschaft, die verlässt gerade die PowerPoint-Phase. Apropos NASA als Kunde, bei den kommerziellen Raumstationen hat die Behörde am vergangenen Montag, 1.6., den Rückwärtsgang eingelegt. Die NASA zieht ihren umstrittenen Vorschlag vom März zurück, ein an die ISS angedocktes Kernmodul zu beschaffen. Stattdessen gilt wieder der ursprüngliche Plan, frei fliegende kommerzielle Stationen als Nachfolger der ISS. Die NASA versteht sich dabei künftig als ein Kunde unter vielen, nicht mehr als Bauherr. Der Hintergrund: die Stationsentwickler, darunter Firmen wie Starlab, hatten den Kernmodulansatz scharf kritisiert. Die neuen Anbieter lieferten laut NASA umfangreiches Feedback für einen nachhaltigen kommerziellen Markt, inklusive Zusicherung zur verfügbaren Transportkapazitäten. Klingt nach trockener Beschaffungspolitik, entscheidet aber, welche Station nach der ISS tatsächlich gebaut werden wird. Wie viel Rückenwind diese Stationsbauer gerade haben, zeigt einer von ihnen besonders deutlich. Der private Raumstationsentwickler VAST hat am vergangenen Montag, 1.6., ein Abkommen mit Frankreich geschlossen, verkündet von Präsident Macron persönlich auf dem Gipfel Choose France. Der Inhalt: 2 Astronautenmissionen mit der Raumfahrtagentur CNES, der französischen Raumfahrtagentur, geplant fürs nächste Jahr. Thomas Pesquet, Frankreichs Star-Astronaut, fliegt zur ISS. Sein Kollege Arnaud Prost soll zur Haven 1 fliegen. Was erste eigener Station. Drauf eröffnet VAST dann seine Europazentrale in Paris. Und es könnte noch eine echte Premiere dazukommen. Großbritannien prüft nämlich gerade, den britischen Astronauten John McFall zur Haven 1 zu schicken. McFall wäre der erste Mensch mit einer körperlichen Behinderung im Orbit. Er ist medizinisch bereits für Langzeitmissionen zertifiziert und hat just mit der ESA-Astronautenreserve das komplette Training absolviert. Dass Staaten wie Frankreich und Großbritannien ihre Astronauten jetzt bei einer Privatfirma buchen, sagt viel darüber, wo sich die astronautische Raumfahrt gerade hinbewegt. Von VASTs neue Europazentrale in Paris ist es nun Katzensprung zur nächsten europäischen Geldfrage, diesmal in Deutschland. Das Verteidigungsministerium plant ja 35 Milliarden Euro für Weltrauminfrastruktur bis 2030 ein. Wichtig zur Einordnung, das ist eine Planzahl, kein beschlossener Haushalt, aber sie passt zum Vorstoß von letzter Woche, als Verteidigungsminister Pistorius ein europäisches Weltraumkommando unter deutscher Führung vorschlug. Max Guldes, Chef des auf Wärmebildaufklärung per Satellit spezialisierten Startups Constellar, sieht Deutschland damit auf dem Weg zum Powerhouse für Weltraumtechnologie. Und die Raumfahrtindustrie sucht schon nach neuen Produktionskapazitäten. Airbus Defence and Space verhandelt mit deutschen Automobilherstellern darüber, deren Fabriken und Personal für die Satellitenfertigung anzuzapfen. Vom Fließband für Autos zum Fließband für Satelliten. Ja, ich finde diese Verbindung bemerkenswert. Die Autoindustrie, die hat ja genau das, was der Raumfahrt fehlt, die Serienfertigung im großen Stil. Wenn dieser Wissenstransfer gelingt, dann wäre das für den Standort ein echter Hebel. Während Deutschland neue Satelliten in Serie plant, hat sich am Mars ein verdienter Veteran verabschiedet. Die NASA hat am vergangenen Mittwoch, 3.6., die MAVEN-Mission offiziell für beendet erklärt. MAVEN, die Abkürzung steht frei übersetzt für die Erforschung der Marsatmosphäre und ihrer Entwicklung, war die erste Mission, die sich ganz dieser Frage widmete. Das letzte Signal, das kam am 6. Dezember über das Deep Space Network rein, kurz bevor die Bahn die Sonde dann hinter den Mars führte. Danach Funkstille. 6 Monate lang versuchte die NASA, den Kontakt herzustellen. Jetzt hat ein Prüfgremium das Urteil gefällt. Nicht wiederherstellbar. Dabei war MAVEN ein Überflieger im besten Sinne. Geplant war eine Primärmission von einem Jahr. Geworden sind es über 11. Noch im Mai 2024 kartierte das Ultraviolettinstrument der Sonde Polarlichter auf der Nachtseite des Mars. Im Team sitzt der Schmerz natürlich tief. Ein Mitarbeiter verglich das Missionsende mit dem Verlust eines geliebten Menschen. Die tote Sonde, die bleibt vorerst im Orbit und wird laut NASA irgendwann in den nächsten 100 Jahren auf den Mars stürzen. Dort warten ja schon der stille Friedhof aus früheren Sonden auf sie. Unser nächster Gast hier auf Senkrechtstarter wurde tatsächlich auch vom Mars aus beobachtet. Und zwar der interstellare Komet 3I Atlas. Ist ja erst das 3. bestätigte Objekt aus einem fremden Sonnensystem, der dann in unser Sonnensystem kam. Zuerst die Nachricht für alle, die insgeheim auf Außerirdische gehofft haben. Radioastronomen, die haben gezielt nach Technosignaturen gesucht. Die waren jetzt nicht in Berliner Nachtclubs unterwegs. Es geht um künstliche Funksignale. Das Ergebnis ist eindeutig 0. 3I Atlas ist ein Komet
Punkt. Aber auch der Trostpreis hat in sich. Das James Webb Teleskop, das hat mit seinem Mittelinfrarotinstrument MIRI zum ersten Mal überhaupt den chemischen Fingerabdruck eines interstellaren Objekts aufgenommen. Gefunden wurden unter anderem Methan und Wasserdampf. Der Wasserdampf, der verteilt sich dabei weit über den Kometenkern hinaus. Schon abgefahren, oder? Wir schauen hier also auf Material, das in einem anderen Sternensystem entstanden ist und können es erstmal chemisch lesen. Ja, und für die Nerds unter euch noch ein Bonus. Ein Preprint der Universität Hamburg rechnet durch, ob riesige Schwärme solcher interstellaren Kometen einen Teil der fehlenden Masse der Milchstraße erklären könnten. Ein Gedankenspiel am Rand der dunklen Materie-Debatte. Von interstellaren Besuchern zurück zu den irdischen Startrampen. 4 Träger brachten in der vergangenen Woche Hardware in den Orbit. Am Montag, 1.6., da flog die Langermarsch 12B ihren Erstflug mit 2 Space-Satelliten. Den haben wir ja oben ausführlich besprochen. Am Mittwoch, 3.6. und Donnerstag, 4.6., da folgten 2 Falcon 9 mit Starlink-Nachschub, einmal von Vandenberg und einmal von Cape Canaveral. Ebenfalls am Donnerstag, 4.6., da hob in Taichuan eine Langermarsch 6A ab mit 18 weiteren Satelliten für genau jene G60-Konstellation, die wir im Highlight hatten. China legt bei Spacel also im Tagesrhythmus nach. Fun Fact: Mehr als ein Drittel von euch, also die wöchentlich die News schauen, haben uns noch gar nicht abonniert. Wenn du dazugehörst und dir diese Sendung etwas gibt, das Abo, das kostet dich genau einen Klick. Und wenn du schon dabei bist, mach die Glocke an, damit du nichts verpasst. Wir bringen dir jede Woche die besten Space News, aber auch technische Tiefgänge und nächste Woche dann die Sonderfolge von der ILA. Und es geht direkt spannend weiter in unserer nächsten Technikfolge. Da fragen wir, wie weit wir eigentlich beim Flug zum Mars sind. Aber die gibt es zuerst nicht auf YouTube, sondern live am kommenden Sonntag auf der ILA an unserem Stand und dann als erstes für unsere treuen Schutzengel. Denn als Schutzengel siehst du ja unsere Highlights früher als alle anderen und komplett werbefrei. Am besten klickst du gleich hier. Und jetzt in aller Kürze die restliche Meldung der Woche. Das Nancy Grace Roman Space Telescope hat seinen letzten Check bei der NASA bestanden. Spiegel geprüft, Sonnenschutz verstaut, SpaceX bestätigt. Eine Falcon Heavy startet das Flaggschiff-Teleskop frühestens dann im August von Pad 39A in Florida. Impulse Space schließt eine Finanzierungsrunde über $500 Millionen ab und knackt damit insgesamt die Milliardengrenze. Ist jetzt offiziell also ein Einhorn. Gegründet wurde die Firma von Tom Muller, SpaceX-Mitarbeiter Nummer 1. Das Geld fließt in die Serienfertigung der Transferfahrzeuge Helios und Mira. Astronomen haben erstmals direkt die Magnetfeldstärke von Exoplaneten gemessen. Abgeleitet wurden sie aus Stürmen auf heißen Gasriesen mit über 24.000 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit. Bisher waren Magnetfelder bei Exoplaneten reine Theorie. Das Wiener Startup Tumbleweed hat seinen Erstling Oasis Alpha an den Startdienstleister Exolaunch übergeben. Flug im Juli. Es wäre Österreichs erster kommerzieller Satellit. Der erste militärische, der flog erst im März. Die deutsch-französische Exploration Company hat den Falltest des Bergungssystems seiner Nix-Kapsel bestanden. Der nächste Meilenstein nach dem Rütteltest. Und nebenbei verrät die aktualisierte Firmenwebseite, das Unternehmen entwickelt eine wiederverwendbare Schwerlastrakete auf Basis der eigenen Storm-Triebwerke. Welche Raketen tatsächlich schon fliegen, zeigt der Blick auf die kommende Woche und da sticht ein Erstflug heraus. Am Mittwoch, 10.06., da startet in Tanegashima die japanische H3 zum ersten Mal in der Variante H330. Also 3 LE9-Triebwerke in der Erststufe und erstmals komplett ohne Feststoffbooster. An Bord sind die Dummy-Nutzlasten Web 5 und mehrere Kleinsatelliten. Ebenfalls am Mittwoch hebt in Wencheng eine Langermarsch 5 ab. Die Nutzlast hält China noch unter Verschluss. Am Dienstag, 9.06., da fliegt beim chinesischen Privatunternehmen Landspace eine Suki 2E von Jinquan. Auch hier ist die Nutzlast noch nicht bekannt. Am Donnerstag, 11.06., schickt Rocket Lab von Wallops aus eine Electron auf eine suborbitale Hyperschall-Testflugmission, die heißt Curveball. Dazu kommen wie gewohnt 3 Falcon 9s mit Starlink-Nachschub am Montag, Mittwoch und Freitag. Kurzer Reminder, nächste Woche ist ja die ILA in Berlin und wer beruflich dort ist, der sichert sich seinen Termin unter der Woche mit Ansys am besten gleich jetzt über den Link in der Beschreibung. Privat sieht man uns am Wochenende, wir sehen uns dann in Berlin. Ja, krass, was für eine Woche. Blue Origin verspricht das New Glenn Comeback noch in diesem Jahr. China überrascht mit dem Erstflug seines Falcon 9 Klons und SpaceX steht vor dem größten Börsengang der Geschichte. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir uns auf der ILA sehen. Immer schön dreckig bleiben, euer Mo.